Hallo zusammen, willkommen auf dem Astrolymp-Kanal. Es ist Samstag. Wir machen eine Botschaft genau fürs Wochenende. Was darf ich weitergeben? Was sind Impulse fürs Wochenende? Welche Energien sind verfügbar? Gibt es irgendwelche Hinweise? Es geht um die männliche Hauptperson oder unseren Teil der Herrschaft. Und es geht darum, sich mit seinem Gegenüber safe zu fühlen, sich in diesem Bereich irgendwo auch eine neue Tür zu öffnen, irgendwas von sich zu investieren, was einen Erfolg mitbringt. Es kann um eingefahrene Bereiche gehen, um etwas, was ein neues Wachstum braucht. Eine Sache, wo man über das Leben reflektiert. Ich habe die Natur dabei. Vielleicht möchte jemand sich verstärkt draußen bewegen. Ich habe aber auch dabei, dass irgendetwas vielleicht lange dauert oder lange nicht sichtbar ist oder schon zu lange gedauert hat. Man macht sich über das Leben Gedanken. Man guckt sich die Wurzeln an, die Wege. Man hat hier das Gefühl, dass man irgendwo in irgendwelchem Bereich auch ein bisschen einen anderen Weg braucht, vielleicht einen geraderen. Möglicherweise bilanzieren wir hier auch die Vergangenheit. Ne? Die Schlange ist ja immer auch ein Thema Genesung, das hier im Unterbewusstsein sitzt. Es kann hier um eine Situation gehen, die in der Vergangenheit Aufregung mitgebracht hat oder die uns irgendwo gestresst hat. Die ist zuerst gefallen, dann die, dann die. Ach, das finde ich jetzt aber schön. Guckt mal, im Prinzip ist es so, wir sehen hier den erschaffenden Teil oder das Gegenüber. Wir sehen das Leben und wir sehen unsere Wurzeln hier unten. Hier sind Elternthemen, hier sind Vergangenheitsthemen. Hier bilanziert man das Leben. Es geht darum, etwas in eine andere Qualität zu bringen, in ein seelisches Gleichgewicht vielleicht auch wieder. Man guckt sich ja auch die Dinge an, die man sich schon erarbeitet hat. Man guckt sich an, wie geht man mit dem Gefühl um, dass man irgendwo vor Hafen gehen kann, dass man ankommt. Hier ist außerdem die berufliche Qualität zu sehen. Möglicherweise überlegt sich hier ein oder anderer, sich im beruflichen Bereich neue Türen zu öffnen oder guckt sich an, inwieweit haben sich Projekte gelohnt, die ich investiert habe von mir. Wo ist Geben und Nehmen im Einklang. Die Seele spricht hier auch mit. Das Thema Geld, Selbstwert, Versorgtsein. Die Früchte seiner Arbeit ernten.
Man macht sich hier vielleicht auch Gedanken, wir haben die Fische im Hause des Außens liegen, wo das hier noch hinführen soll mit dem Thema Geld. Wie bezahlen wir alles? Was müssen wir an Arbeit erbringen, dass wir uns unseren Standort leisten können? Wo ist das Gleichgewicht dazwischen? Möglicherweise geht es auch um Freundschaften, die hier mit dranhängen, um Geschwister oder auch um, ja, wie soll ich es nennen, wo kann ich meinen Weg mir selber treu gehen? Wie halte ich die Finanzen so, dass sie mir treu bleiben? Möglicherweise sind ja auch Treffen mit Freunden zu sehen oder so, ne? Austausch mit Freunden. Der Wert der Freundschaft. Berufliche Situationen von Kindern können ja auch mit einspielen. Ja, da kommt etwas in Fahrt, etwas nimmt Richtung auf, vielleicht braucht auch irgendwas eine andere Bewegung an sich. Die Energie ist so ein bisschen aufklärend, ne? Man sucht nach anderen Wegen. Sehr schöner Impuls fürs Wochenende. Jetzt gucken wir mal, welche Astroqualität hier mitgeht. Ja, guckt euch an, das 4. Haus, Familie, Ahnen und Heim. Und unterm Deck haben wir das 10. Haus, Berufung und Karriere. Wir haben einmal ein Haus des Elementes Erde und einmal ein Haus des Elementes Wasser. Wir haben die Sternzeichen Skorpion, Fische und Krebs oder auch Eigenschaften von diesen. Und wir haben Stier, Steinbock und die Jungfrau oder auch Eigenschaften von diesen. Sich gut fühlen, sich mit allem verbunden fühlen. Unten haben wir noch die psychische Widerstandskraft. Das ist das, was wir hier vielleicht so bilanzieren. Ne? Durch was sind wir schon alles durchgegangen? Wo sind wir stärker geworden? Wo braucht etwas eine andere Richtung? Wo können wir heute etwas so stehen lassen, das uns früher aufgeregt hat? All so eine Dinge. Wo gibt es Ungerechtigkeit? Wo hat man ein Urteil gefällt? Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Dinge. Ne? Vielleicht ist auch etwas ungerecht gewesen und wir haben uns über dieses hier ein gutes Fundament erarbeitet, uns nicht aus der Bahn stehen zu lassen. Ja, und hier haben wir noch im Regen zu tanzen, ist ungemein angenehm. Also sollte es regnen, geht raus, spürt das, es tut gut. Und damit lasse ich das jetzt mal so stehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich drücke euch bis Montag.